Weil kann ich halt eigentlich Itempreise erfahren, damit ich auch Items verkaufen kann? Na, musst du halt nachschauen, was andere Leute dafür verlangen. Kannst du nicht. Musst immer gucken, was der Rest am Markt verlangt. Preise nachschauen, so an sich geht nicht. Anschauen, nachschauen, whatever. Musst du selber recherchieren. Vor allem ändern sie sich ja eh die ganze Zeit. Also, kommt aufs Item an, aber Blessing of the Demon zum Beispiel, vor einer kurzen Zeit hätte dir wahrscheinlich jeder gesagt, ja so circa 250k. Und jetzt, seit das 10% Picknick-Set draußen ist, sind es eher so 300, also ist um 100k gestiegen. Von 250k auf circa 350k. Und selbst für 350k verkauft man es eigentlich instant. Könnten mittlerweile sogar schon wieder 400 sein. Also die Itempreise bleiben ja auch nicht gleich. Hast du schon große Unterschiede gesehen? Ja. Also ich mache es meistens so, ich orientiere mich eher am niedrigsten, weil ja doch sehr viele Leute am Markt einfach viel zu hohe Preise haben. Die stehen dann halt auch mal wochenlang mit ihrem Scheiß, bis sie es verkaufen. Darauf habe ich halt keine Lust. Wenn ich einen Shop mache, will ich es halt auch tatsächlich verkaufen. Weil es natürlich aufs Item ankommt. Aber ich orientiere mich eher unten, weil ich will es halt auch wirklich loswerden. Ich habe keine Lust, dann wochenlang Shops zu machen für 10 Mio mehr oder so. Das lohnt sich für mich nicht, vor allem weil ich eh begrenzte Vendor-Zeit habe. Die will ich nicht verschwenden mit dumm rumstehen und viel zu hohe Preise machen. Und dann hoffen, dass eventuell irgendjemand kauft, der zu faul ist, Preise zu vergleichen oder so. Das ist nicht meine Taktik. Und ja, ansonsten musst du halt gucken, was so der Rest verkauft. Am leichtesten ist es halt bei Massen-Items. Blessing of the Demon ist eigentlich gar kein so schlechtes Beispiel. Power Dice, Karten wären noch so Beispiele. Pets. Alles, was halt massenweise am Markt ist, da ist es eigentlich relativ einfach. Und wie gesagt, da ist es eigentlich fast immer so, dass man sich eher unten orientieren sollte. Weil wenn halt schon 10 Shops dastehen, die alle, also Power Dice und Pets sind eigentlich wirklich das beste Beispiel, weil da gibt es, geh nach Flaris und du findest literally 50 Shops, die Power Dice verkaufen und 50 Shops, die Pets verkaufen. Und die verkaufen alle die gleichen Pets, das ist alles der gleiche Scheiß. Und der eine hat es für 140 drin bei den Pets, 140 Millionen, der andere hat es für 120 drin. Und ich meine, warum solltest du es dann für 140 reinstellen? Der für 140, also du wirst es safe nicht verkaufen. Erstens mal gibt es ja schon jemanden, der günstiger ist als du. Und zweitens, ist es halt so, dass man ja, wenn man einen Shop aufmacht, eigentlich Kohle sehen will. Und wenn du dann dich am teuersten orientierst, kannst du dir ziemlich sicher sein, außer wenn jetzt irgendein Wahl kommt oder irgendeiner, der, keine Ahnung, eine geistesgestörte Reroll-Session vorhat und quasi den ganzen Markt leer kauft, so wie es bei den Blessing of Demons wahrscheinlich war, jetzt letzte Woche oder seit dieses 10% Picknick-Set eingeführt wurde. Wenn das nicht passiert, dann wirst du das dann höchstwahrscheinlich nicht verkaufen. Da kannst du nach 3 Tagen deinen Shop, Vendor-Shop geht ja maximal 3 Tage, kannst du nach 3 Tagen wieder aufmachen und du wirst genau die gleichen Items immer noch haben, weil du wahrscheinlich nahezu nichts verkauft hast. Also bei Massenware würde ich schon immer sagen, sich eher unten orientieren. Außer man hat es halt nicht eilig oder man will es nicht zwingend verkaufen, dann musst du es nicht, aber ja. Und bei anderen Items kommt es halt drauf an. Bei anderen Items, wenn man vielleicht ungefähr schon weiß, was das Item wert ist, dann könnte man schon sagen, naja, ich weiß, eigentlich ist es schon mehr wert. Da verkauft jetzt zwar einer günstiger, aber es ist nur einer. Da machen es dann viele Leute so, oder da kannst du es dann so machen, dass du das Item von dem tatsächlich kaufst. Also zum Beispiel, du weißt, Bloody Cloud wird dir immer für 130 abgekauft, da hat sie gerade einer für 100 im Shop. Aber er ist der Einzige, der sie im Shop hat. Dann könntest du sie kaufen, plus deine, und dann beide für 130 in den Shop stellen. Das wäre so eine Taktik bei so Einzel-Items, die halt keine Massenware sind. Wie du dann erstens noch mehr Kohle verdienst und zweitens dein Item halt wieder das günstigste ist. Oder du lässt seins einfach, soll irgendjemand anders kaufen und du stellst dann einfach trotzdem deins für den normalen Preis rein, weil du weißt, das günstige wird safe gekauft und dann bist du wieder der günstigste, wenn das gekauft wurde. Und es gibt sowieso nur 2-mal auf dem Markt und dann kann man es so machen. Aber es kommt halt drauf an, was ist das für ein Item. Hast du schon Erfahrung mit dem Item? Weißt du ungefähr, was es wert ist und so? Und wenn du es nicht weißt, dann Geschichten aus dem Scam-Garten. Ey, ich mach das nicht so mit dem Aufkaufen. Ich habe nur gesagt, andere Leute machen das so. Ich mach das nicht so. Bin ja kein dreckiger Scammer.